Konnichiwa! Und jetzt wird gegessen. Hier im Hintergrund sieht man es schon so ein bisschen. Ich habe vor ein paar Tagen ein bisschen eingekauft und einmal zu oft gesagt, dass ich Natto noch nicht gegessen habe. Also hat mir jetzt ein Kollege netterweise Natto besorgt. Da drüben steht mein Curry auf dem Herd, das ist eigentlich fertig und ich möchte mir jetzt noch unbedingt den Appetit verderben. Ja, also Natto bekommt man offensichtlich in so kleinen Styroporschalen. Hier sind so, da sieht man das, kleine Pfeile drauf. Ich habe bis jetzt immer nur Bilder von Natto gesehen, nie richtig gehört. Und eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, nicht dran zu riechen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen. Ich krieg's nicht auf. Aha. Da sind so ein paar Zusätze drin, weil Natto selber ja noch nicht gut genug riecht. Ich glaube, das ist Senf oder so. Ja, tun wir das mal zur Seite. Nochmal extra eingepackt. Wahrscheinlich, weil es sonst zu sehr stinkt. Man soll das auf Reis essen, deswegen habe ich mir hier so eine kleine Schale Reis vorbereitet. Die ist auch noch warm. Vom letzten Mikrowellenreis. Jetzt mache ich nämlich immer selber Reis. So. Wie man das hier aufmacht, aha, man zieht nur die Folie ab. Sieht man das? Das zieht schon ganz lecker Fäden. Ich freue mich. Yay. Wieso mache ich das? Ja. Ja. Stäbchen. Irgendwas mal auf den Reis. Ja. Also es riecht schlimmer, als es schmeckt. Ja. Man schmeckt, dass das Bohnen sind. Schmeckt ein bisschen sauer, tatsächlich aber auch holzig. Es liegt nicht an den Stäbchen. Meins ist nicht. Das landet gleich im Klo. Yeah. Versuchen wir das mal irgendwie hier zuzumachen. Gut, dass gestern Mülltag war. Ja. So viel dann dazu. Ja. Und dann wollte ich, bevor ich weiter esse, erstmal zeigen. Ich habe hier tatsächlich noch kein Okonomiyaki gegessen. Takoyaki habe ich ja schon bekommen. Und für Okonomiyaki braucht man ganz, ganz wichtig Bonito Flakes. Die sind gar nicht so teuer gewesen. Und die habe ich auch gleich gefunden, weil ich weiß ja, worum es geht. Aonori habe ich tatsächlich nicht gefunden. Aonori. Das ist eigentlich nur ganz klein pulverisierte Nori-Blätter, also Seetang. Aber in Deutschland kostet das 5 Euro pro 100 Gramm oder so, keine Ahnung. Und hier hat man eine ganze Tüte von Aonori. Also das kann auch jeder lesen, der Hiragana kann. Und ich musste trotzdem im Laden fragen. Ich habe dann nur gesagt, Aonori o arimasu ka? Das heißt aber ga arimasu ka. Warum bringen sie uns das immer alles hinterher bei? Ja. Und wenn ich nicht das hier frühstücke, weil das muss man ja mit Milch nehmen und Milch ist nicht so gut, dann gibt es manchmal noch die japanische Billigvariante der Ritz-Cracker, weil Ritz gibt es auch. Und da sind immer so 3 so Dinger drin. Boah, das ist schon meine Alltagsernährung. Und für unterwegs, weil das hier mitzunehmen ist immer schwierig, weil man isst doch nicht ganz alles auf einmal auf. Also wenn ich Hunger habe, dann esse ich nur die Hälfte. Aber ja. Das klassische Melonpan. Das hier. Das habe ich euch ja. Die meisten wissen, wie das heißt hier. Melonpan. Das ist jetzt die Variante von meinem Fuji-Supermarkt. Offensichtlich von Pasco. Ich dachte mal, das wäre so eine Bankvariante. Also Pasco, keine Ahnung. So sieht ein normales Melonpan aus. Und eine Kollegin von mir meinte, es gibt aber auch die echte Melonenvariante davon, also dass das nach Melone schmeckt.
Und ich möchte doch bitte nochmal gucken in meinem Laden. Das muss es doch auch geben. 2 Tage gab es nicht. Und dann habe ich doch nochmal geguckt. Und dann gab es. Und das ist ein bisschen grünlich. Wenn man das jetzt hier vergleicht. Es ist tatsächlich ein bisschen grünlich. Und es hat weniger. Also die Haut quasi oben drauf ist ein bisschen weniger grob. Melon Pan ist eigentlich nichts anderes als. Ja, es ist halt ein süßes Brötchen mit platt gemachten Streuseln oben drauf. So, und jetzt das Melonenbrot. Geht selbstverständlich nicht aus, weil man sich zum Glück anstellt. So. Es riecht eigentlich genauso wie ein normales Melonenbrot, also Melon Pan. Na, Krümel. Schmeckt jetzt auf den ersten Bissen keinen Unterschied. Ne? Schmeckt genau gleich. Höchstens ein bisschen süßer. Ja. Das werde ich jetzt nachher auf dem Weg zum Sushi essen. Ist dann heute Abend richtig spät. Mitnehmen. Oder davor essen. Ja. Weil ich befürchte, dass ich da nicht sehr viel vegetarisches Sushi kriege. Ansonsten gibt es hier noch Kit Kat of the Season. Die meisten kennen wahrscheinlich das grüne Matcha Kit Kat. Das hier ist jetzt Krümel. Matcha mit Almonds. Also das sind die Dinger, aus denen Marzipan gemacht wird. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. So. Schweineteuer. Und ich habe gedacht, ja, nächste Season dauert ja ein Jahr. Bis dahin habe ich da vielleicht keinen Bock mehr. Deswegen mal gucken. Und Japan typisch ist es alles 50-fach eingepackt. Und hier hat man auch ein einzelnes KitKat, also kein doppeltes. Man sieht, dass es eins ist. Also eigentlich steht da Mainichi drauf. Hier. Mainichi no, keine Ahnung, irgendwie jeden Tag. Also ich bezweifle, dass die jeden Tag KitKat essen. Geht mir ganz ums Geld. Ja. Machen wir das mal auf. Und es sieht mal tatsächlich aus wie auf dem Bild. Da ist irgendwas drauf. Also es schmeckt hauptsächlich nach Matcha KitKat. Und dann im Nachgang so ein bisschen nach nach Himbeere. Ich hätte jetzt auch fast behauptet, so ein bisschen wie Süßkartoffel, weil das so einen bitteren Nachgeschmack hat, aber es ist keine Süßkartoffel. Eine Süßkartoffel wäre ich in Dreieck gesprungen. Ja, also laut dem Bild sind ja Kirschen, Himbeeren und so Nüsse drauf. Schmeckt man kaum was. Also das Matcha ist echt überwältigend. Das esse ich dann mal später auf. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich kaum noch was zu zeigen, außer ich glaube, das ist das Curry, was Jennifer und ich immer essen, aber das Design sieht ein bisschen anders aus. Beim Kochen hat es aber zumindest die gleiche Farbe ergeben. Und ich habe jetzt endlich gelernt, was das hier heißt. Das heißt 10 Mahlzeiten. Das heißt, in so einer Hälfte sind ja 4 Würfel. Und so 4 Würfel, also hier sieht man es auch, dass man 4 Würfel machen soll, sind also 5 Mahlzeiten. Kein Wunder, warum ich davon so oft essen konnte. Ja. Und hier steht auch nicht das Rezept mit Cups, also mit Bechern. Wenn man dann das Rezept lesen könnte, hier oben. Ja. Hier steht dann drauf, wie viel Milliliter man nehmen muss. Also eigentlich 1300 Milliliter. Ich habe es jetzt nicht abgemessen, ich habe einfach so viel genommen, bis das ganze Gemüse und das Fleisch bedeckt war. Ja. No, und das soll hier die Schärfestufe sein. Keine Ahnung, also hier unten, da wo mein Zeigefinger ist, genau. Ich habe das bis jetzt nie als scharf empfunden und das ist 4 von 5, also
Entweder können die Japaner kein richtig scharf oder ich bin scharf gewöhnt. Egal. Ja, also das wird gleich mein Mittagessen. Und dann wollte ich euch noch was zeigen, was total süß ist. Man sieht es hier am Rand. Und zwar eine Coca-Cola-Dose, die ich mit 2 Fingern festhalten kann. Das heißt, die ist ein Drittel, die Hälfte so groß wie eine normale Dose bei uns in Europa. Zumindest in Deutschland. Und steht hier drauf, wie viele Milliliter drin sind? Selbstverständlich nicht. Ich habe aber irgendwo mal gelesen, dass so eine übliche Dose 135 Milliliter hat. Also kommt so ungefähr hin mit der Hälfte von 250, was meistens in der Dose ist. Ja, und nachdem ich dieses Natto da immer noch im Mund habe, muss ich das mal wegspülen. Funktioniert ganz genau wieder. Jede Dose auch. Ja, Cola. Die ersten 3 Tage. Ja, und das war es erstmal von mir. Die Jungs da hinten sagen übrigens auch Tschüss.